Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Felix und heute sprechen wir über ein Thema, das viele von uns betrifft: Burnout. Was ist Burnout? Wie erkennt man es? Und noch wichtiger, wie geht man damit um? Und natürlich ist meine Co-Moderatorin Lisa wieder mit dabei. Hallo Lisa. Hallo Felix, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Burnout ist in der heutigen Zeit ein wirklich wichtiges Thema. Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie ständig gestresst sind und irgendwann einfach nicht mehr können. Deshalb ist es so wichtig, darüber zu sprechen und Strategien zu finden, wie man sich davon erholen kann. Absolut, Lisa. Ich meine, der Begriff Burnout wird ja oft verwendet. Aber was bedeutet er eigentlich genau? Kannst du uns das mal genauer erklären? Klar, gerne. Burnout ist ein Zustand der emotionalen, geistigen und körperlichen Erschöpfung, der durch chronischen Stress entsteht, besonders im Zusammenhang mit der Arbeit. Es fühlt sich an, als ob man ausgebrannt ist, also keine Energie und Motivation mehr hat. Das Wort Burnout kommt aus dem Englischen und bedeutet wortwörtlich ausbrennen. Es ist, als ob deine innere Flamme, deine Energiequelle komplett ausgegangen ist. Ah, das macht Sinn. Also, es geht nicht nur darum, dass man mal einen stressigen Tag hatte, sondern es ist eher so ein dauerhafter Zustand, oder? Genau. Man fühlt sich dauerhaft überfordert, frustriert und hat das Gefühl, nicht mehr klar denken zu können. Wichtig ist, dass Burnout sich oft über einen längeren Zeitraum entwickelt. Es ist also kein Zustand, der von heute auf morgen kommt. Und wie merkt man, dass man vielleicht auf dem Weg in ein Burnout ist? Gibt es Anzeichen, auf die man achten sollte? Ja, es gibt verschiedene Warnsignale, die auf ein Burnout hinweisen können. Zu den körperlichen Symptomen gehören zum Beispiel ständige Müdigkeit, Schlafprobleme, Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen. Auf emotionaler Ebene fühlen sich Betroffene oft leer, niedergeschlagen oder ängstlich. Und dann gibt es noch die geistige Erschöpfung, bei der man das Gefühl hat, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann und ständig vergisst, was man gerade tun wollte. Das klingt ziemlich ernst. Aber jetzt mal ehrlich, was kann man tun, wenn man merkt, dass man in Richtung Burnout steuert? Gibt es Strategien, um aus dieser Spirale herauszukommen? Ja, es gibt viele Strategien, die helfen können, Burnout vorzubeugen oder sich davon zu erholen. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist es, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Das klingt vielleicht einfach, aber im Alltag vergessen wir oft, Pausen einzulegen und einfach mal durchzuatmen. Das stimmt. Ich meine, wer hat heutzutage schon Zeit für Pausen? Aber wenn man sich die Zeit nicht nimmt, dann kommt man ja irgendwann an den Punkt, wo gar nichts mehr geht, oder? Genau. Deshalb ist es wichtig, regelmäßige Pausen in den Alltag einzubauen. Zum Beispiel kann man sich bewusst Zeit für Entspannungstechniken wie Meditation oder Yoga nehmen. Aber auch ein Spaziergang in der Natur kann Wunder wirken. Ja, das klingt nach etwas, das jeder in seinen Alltag integrieren kann. Aber sag mal, Lisa, was würdest du jemandem raten, der schon mitten im Burnout steckt? Gibt es da spezielle Techniken zur Erholung? Ja, definitiv. Wenn man sich bereits im Burnout befindet, sollte man vor allem das Gespräch mit einem Arzt oder Therapeuten suchen. Professionelle Hilfe ist in diesem Fall sehr wichtig, um den eigenen Zustand richtig einschätzen und passende Maßnahmen ergreifen zu können. Das ist ein sehr guter Punkt. Oft denken die Leute ja, dass sie alles alleine bewältigen müssen, aber das ist nicht immer die beste Lösung, oder? Ganz genau, Felix. Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Und parallel dazu kann man mit verschiedenen Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen arbeiten. Eine Methode, die ich persönlich sehr hilfreich finde, ist das sogenannte progressive Muskelentspannung. Das ist eine Technik, bei der man bewusst einzelne Muskelgruppen anspannt und wieder loslässt. Es hilft, Stress im Körper abzubauen. Das klingt interessant. Und es ist bestimmt auch einfach, oder? Ja, es ist relativ einfach zu erlernen und kann überall praktiziert werden. Ein weiterer Tipp ist, die eigenen Prioritäten zu überdenken. Oft sind wir in so vielen Projekten und Aufgaben gefangen, dass wir vergessen, was wirklich wichtig ist.
Da hilft es, klare Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen. Stimmt, das Nein sagen ist echt schwer, aber es hilft wirklich, sich zu fokussieren. Lisa, du hast vorhin Achtsamkeit erwähnt. Das hört man ja auch immer wieder. Was genau bedeutet das eigentlich? Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt zu leben und bewusst wahrzunehmen, was in einem selbst und um einen herum passiert. Oft sind wir so gestresst, weil wir entweder über die Vergangenheit nachgrübeln oder uns über die Zukunft Sorgen machen. Achtsamkeit hilft uns, den Moment zu genießen und unsere Gedanken zu beruhigen. Das klingt nach einer sehr praktischen Strategie. Also, wenn ich das richtig verstehe, hilft Achtsamkeit dabei, den Kopf frei zu bekommen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, richtig? Genau. Und es gibt viele einfache Übungen, die man in den Alltag integrieren kann. Eine davon ist die sogenannte Atemmeditation. Dabei konzentrierst du dich einfach nur auf deinen Atem, ein und aus, und versuchst, alle anderen Gedanken loszulassen. Das klingt super, Lisa. Ich merke schon, du hast richtig viele praktische Tipps parat. Aber was ist mit der Arbeitswelt? Oft ist es ja die Arbeit, die uns so stresst. Hast du da einen Ratschlag, wie man den Stress im Job reduzieren kann? Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Einer davon ist das sogenannte Time Blocking. Dabei teilt man seinen Tag in verschiedene Zeitblöcke ein und konzentriert sich in jedem Block nur auf eine Aufgabe. Das hilft, sich nicht zu verzetteln und produktiver zu arbeiten. Auch quasi Multitasking vermeiden und sich auf eine Sache zur Zeit fokussieren, oder? Genau. Und auch regelmäßige Pausen während der Arbeit sind wichtig. Viele Menschen arbeiten stundenlang ohne Unterbrechung und wundern sich dann, warum sie erschöpft sind. Eine kurze Pause zwischendurch kann Wunder wirken. Das sind echt tolle Tipps. Zusammengefasst also, Pausen machen, achtsam sein, professionelle Hilfe annehmen und klare Prioritäten setzen. Klingt machbar, oder? Absolut. Es geht darum, kleine Veränderungen im Alltag vorzunehmen, die langfristig einen großen Unterschied machen können. Jeder Schritt in Richtung Erholung ist wichtig. Lisa, danke für diese vielen wertvollen Informationen. Ich bin sicher, dass unsere Zuhörer heute einiges mitnehmen konnten. Burnout ist kein Thema, das man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber mit den richtigen Strategien kann man auf jeden Fall wieder ins Gleichgewicht kommen. Sehr gerne, Felix. Es war mir eine Freude, darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich die Zeit nehmen, auf sich selbst zu achten. Das hoffe ich auch. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Bleibt achtsam, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal.